Ihr wollt Dialekt lernen, wisst aber nicht, wo ihr anfangen sollt und habt im Alltag nicht viel Zeit? Dann bleibt jetzt dran, denn heute lernt ihr in nur 6 Minuten ganz viel Dialekt. Mit 2 Alltagsbeispielen, die wir euch aus Wien mitgebracht haben. Los geht's! Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch von eurem ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Starten wir mit dem ersten Beispiel der Stadt Wien. Wenn ihr unsere Videos schon länger schaut, dann kennt ihr sicher auch die tollen Dialekt-Alltagsbeispiele der Mülleimer oder Mistkübi in Wien. Denn die Stadt Wien lässt sich immer wieder super Dialektbeispiele dafür einfallen. Wie eben unser erstes Beispiel heute. Nummer 1. Wegzaubern können wir's nicht. In diesem Beispiel haben wir viele typische Dialektphänomene. Das erste Wort, das Verb wegzaubern, ist Standarddeutsch. Wir können es also gut verstehen. Danach kommt ein weiteres Verb. Ihr könnt wahrscheinlich erraten, mit welchem Verb wir es hier zu tun haben, auch wenn es ein wenig anders aussieht als im Standarddeutsch. Es ist das Verb können. Aber wie ihr seht, lassen wir im Dialekt oft die Endung weg oder reduzieren sie. Um zu wissen, um welche Verbkonjugation es sich hier handelt, müssen wir weiterschauen, und zwar auf das Personalpronomen, das gleich danach kommt. Hier sehen wir ma. Ma kann ganz viel bedeuten in unserem Dialekt. Das haben wir euch auch schon in diesem Video erklärt. Hier in diesem Kontext steht es für das Personalpronomen wir. Wenn das Personalpronomen wir nämlich nach dem Verb kommt, sagen wir im Dialekt oft ma statt wir. Vielleicht habt ihr schon einmal diese Beispiele gehört. Gemma, was gehen wir heißt. Oder Sammers, was sind wir bereit, sind wir fertig meint. Oder haben wir alles, was haben wir alles meint. Haben wir's verstanden? Gut, dann fehlt jetzt nur noch der letzte Teil vom Satz. Seht ihr dieses S, das mit einem Apostroph an ma angehängt wurde? Das ist die verkürzte Version von S. Nicht nur im Dialekt, sondern generell in der Umgangssprache passiert das oft, dass wir das S reduzieren. Ihr kennt sicher alle das Beispiel wie geht's statt wie geht es. Und das letzte Wort ist auch noch sehr spannend. Wisst ihr, was nicht heißt? Das verwenden wir zur Verneinung. Im Dialekt klingt nicht nämlich immer wie nicht. Da wir im Dialekt aber keine einheitliche Schriftweise haben, findet ihr auch die Schreibweise mit D, also nicht. Und je nach Region könnte es auch ein bisschen anders klingen, wie zum Beispiel nicht. Schaut euch unbedingt unser Video zur Negation an, wenn euch dieses Thema noch mehr interessiert. Der ganze Satz von unserem Beispiel heute heißt also, wegzaubern können wir es nicht. Und wenn wir dann noch den Satz darunter lesen, verstehen wir das Alltagsbeispiel noch besser. Bring den Sperrmüll zum Mistplatz. Die Stadt Wien fordert ihre BürgerInnen also auf, den Sperrmüll, große Dinge wie zum Beispiel Waschbecken, Fenster oder Matratzen zum Mistplatz zu bringen und sie nicht einfach irgendwo stehen lassen. Denn auch die Stadt Wien kann Sperrmüll nicht einfach wegzaubern. Wir alle dürfen also an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass unsere Umgebung sauber bleibt. Wir schauen aber jetzt weiter zum nächsten Alltagsbeispiel aus Wien. Nummer 2. Urgünstig, kein Schmäh. Dieses Beispiel ist eine Werbung von A1. A1 ist ein bekanntes Telekommunikationsunternehmen in Österreich und macht hier Werbung für sein Internet. Gleich das erste Wort ist etwas ganz Typisches aus Wien, und zwar Ur. Ur ersetzt meistens das Adverb sehr. Wir verwenden es also, um etwas zu verstärken. Also, wenn wir zum Beispiel sagen möchten, dass etwas sehr lustig ist, können wir in Wien urlustig hören. Ein anderes typisches Beispiel wäre urleiwand, das sehr toll, sehr gut, hervorragend meint. Wir haben euch hier auch schon einmal Ur näher erklärt. Schaut gern rein, wenn ihr noch Beispielsätze hören möchtet und wissen wollt, woher der Ausdruck Ur eigentlich kommt. In unserem Alltagsbeispiel meint also urgünstig einfach sehr günstig. A1 möchte also auf den guten Preis des Internets aufmerksam machen. Und danach sehen wir kein Schmäh. Schmäh ist ein typisch österreichisches Wort und vor allem ist der Wiener Schmäh bekannt. Was Schmäh aber ist gar nicht so leicht zu erklären, wie ihr hier sehen könnt. Wiener Schmäh. Unübersetzbarer und unerklärbarer Begriff, der in den verschiedensten Varianten Anwendung findet. Bei Schmäh geht es aber immer um eine Art von Humor, die eine Mischung aus Scherz, Freundlichkeit, Charme, aber auch Spott und manchmal Schwindelei enthalten kann. Und eine gewisse Grundhaltung widerspiegelt.
Der Wiener Schmäh schafft es dabei nämlich auch, auf seine Art und Weise aktuelle politische oder gesellschaftliche Entwicklungen anzusprechen. Der echte Wiener Schmäh ist also fast schon eine Art Kunst. Arte hat übrigens auch eine 30-minütige Dokumentation über den Wiener Schmäh gemacht. Wir verlinken sie euch unten in der Videobeschreibung. In unserem Beispiel von heute steht Schmäh aber ganz klar für das Wort Witz. Es ist also kein Witz von A1, dass sie das Internet zu diesem, wie sie selbst behaupten, so günstigen Preis anbieten. Und wisst ihr, was auch kein Schmäh ist? Dass das Video jetzt schon wieder aus ist. Was haben wir also heute gelernt? Dass das Personalpronomen wir zu ma wird. Dass es oft verkürzt wird zu s mit Apostroph. Dass nicht zu ned wird im Dialekt. Und dass Ur und Schmäh typische Wörter aus Wien sind. Schreibt uns jetzt gern weitere Alltagsbeispiele in die Kommentare, die ihr in Österreich gefunden habt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns wie immer nächsten Samstag wieder zu einem neuen Video. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch und Dialekt in Österreich doppelt so viel Spaß. Beispiel 4. Ur. Hier wird für den Rauch Eistee Werbung gemacht. Wie ihr hier seht, steht urfruchtiger Aufschlag. Aber was ist dieses Ur? Ur ist sehr, sehr typisch in Wien und ersetzt normalerweise ganz einfach das Adverb sehr.